Fliegen lernst du nur durchs Fliegen. Nicht durchs Zusehen, nicht durch Theoriehandbücher, sondern durchs Machen. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie das erste Mal in Ihrem Leben ein Flugzeug landen sollen, ja? Also das erste Mal in Ihrem Leben 70 Tonnen mit 300 Stundenkilometern auf den Asphalt setzen sollen, dann ist das erstens so ein Schlüsselmoment in Ihrem Leben und zweitens sicher keine butterweiche Landung. Auch nicht beim 2., 5. oder 20. Mal. Ja? Und wenn dann nach ihrer Landung die Flugbegleiterin sich bei den Passagieren verabschiedet mit den Worten, kein Scherz, es ist wirklich so passiert. Hart aber herzlich möchten wir Sie willkommen heißen auf dem Flughafen von München, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen. Ja, also Sie können sich vorstellen, das ist keine schöne Erfahrung. Aber soll ich Ihnen was sagen? An meine weichen Landungen von damals kann ich mich heute nicht mehr erinnern. An die harten wahrscheinlich ein Leben lang. Persönliches Wachstum findet immer außerhalb der eigenen Komfortzone statt. In meiner Welt der Fliegerei war dieser Mann eine Legende. Einer der besten Kampfpiloten, den die US Air Force je hatte. Kunstflugpionier, Fluglehrer, ein echtes Fliegerass. Und dieses Foto entstand 1989. Da war Hoover schon 67 Jahre alt und hatte, weiß Gott, schon viele heftige Decision Points in seinem Leben gemeistert. Und an diesem Tag möchte er eigentlich einen ganz normalen Routineflug machen, also so einen Sightseeing-Flug mit einem kleinen Propellerflieger, noch kleiner als der. Aber kurz nach dem Start passiert's. Als er die Maschine in den Steigflug ziehen möchte, fallen beide Propeller gleichzeitig aus. Hoover schafft es irgendwie, die Maschine hinzuschmeißen, der Flieger Schrott. Er selbst bleibt wie durch ein Wunder unversehrt. Als er auf die Rettungskräfte wartet, geht er nochmal zurück zum Flugzeugwrack und riecht Kerosin. Das war aber ein Propellerflieger. Den tut Kerosin nicht so gut. Also was war passiert? Der Tankwagenfahrer hatte irrtümlich den falschen Kraftstoff betankt, was die Motoren nach dem Start natürlich sofort zerfetzt hat. Ja? Zurück am Flugplatz geht Bob sofort zum Tankwagenfahrer hin, zu dem Mann, der ihn beinahe umgebracht hatte und sagt, es gibt niemanden da draußen, der keine Fehler macht. Aber eines weiß ich, diesen Fehler wirst du bestimmt kein zweites Mal machen. Und deshalb möchte ich, dass du und nur du von heute an mein Flugzeug betankst. Schauen Sie, jeder Fehler, der wehtut, ist ein Decision Point. Jetzt, wo der Fehler nun mal passiert ist, was machst du? Wie gehst du jetzt mit dieser Erfahrung um? Du hast zwei Möglichkeiten. Nutzt du sie für dich oder ärgerst du dich bloß und lässt sie ungenutzt? Wieder ist es allein deine Entscheidung. Und Bob Hoover war ein Leben lang auf sein Team angewiesen, auf die Menschen um ihn herum. Als Kampfpilot, auf seine Staffel, beim Kunstflug, auf seine Formation. Ja, also Fliegen ist immer Teamwork, deswegen sitzen wir auch zu zweit da vorne drin. Und Bob wusste, egal wie brillant er da oben auch fliegt, wenn sein Team ihm nicht folgt, dann ist er da oben verloren. Und wie schaffst du das? Wie erreichst du dein Team? Bob hat es vorgemacht. Indem du ihnen Vertrauen schenkst, in Momenten, wo es kein anderer tun würde. Nicht mal sie sich selbst. Wer Ziele erreichen will, der muss es schaffen, Menschen zu erreichen.